Okay, everyone, so now please join me in welcoming Eric, who is a PhD student at the FU in Amsterdam, and he will talk about ASLR. Please give him a warm round of applause. Hello. Like the Herald said, I'm Eric. Hallo, wie der Herald schon gesagt hat, ich bin Erik. At the FU in Amsterdam, at the FUSEC group. Ich arbeite an der Ubersetzung Group in Amsterdam. Work that we have done in the group today. The work I'm presenting. Die Arbeit, die ich präsentiere, die meiste Arbeit hat bei den Ben, Gras und Stefan gemacht. Who showed that the attack that I'm presenting is applicable. Die haben gezeigt, dass der Angriff, den ich präsentiere, all 22 micro zu allen that he's tested, so. 202 Architekturen funktioniert. Ich versuche, diese Folie in alle meine Talks reinzupacken. Diesmal passt es besonders gut, weil der Talk darüber geht, diese zu finden. Attacking ASLR. Der Talk ist dafür, TSLR anzugreifen. Das ist Adressraumverwürfelung. As far as deployment concerned, is one of the success stories. Das ist eine erfolgreiche Methode und wurde weitreichend benutzt, um somewhat more difficult. Exploits viel schwieriger zu machen. Makes it more difficult is that it changes the location. Es verändert den Ort, wo der Code und die Daten abgespeichert sind. Und jedes Mal, wenn der Prozess läuft, so kann der Angreifer nicht sich darauf verlassen, dass bestimmte Adressen gleich bleiben die ganze Zeit. Modern 64-bit architectures, auf den modernen 684 Architekturen, which means there is about you can address about 256 terabytes of memory. This memory is not, you cannot write everywhere or read everywhere. Man kann nicht in dem ganzen Bereich schreiben und lesen, weil euer Computer vielleicht nicht ganz so viel Speicher hat. In der Realität nur der sehr kleine Teil wird dafür benutzt, von einem Prozess benutzt. So it's quite easy to change the location of this memory. Daher ist es ganz einfach, den Ort dieser Daten zu ändern. Because it's very useful so macht es diese Exploits ein kleines bisschen schwieriger. For example, if you want to overwrite a return address on the stack, weil man die Datei nicht weiß und wenn man eine Adresse auf dem Stack überschreiben möchte, dann springt man zu dem falschen und dann stürzt es ab. Not much is needed to nicht viel wird gebraucht, this mitigation. You just need to leak darum umzugehen. Man braucht nur eine Lücke, So you can try to reuse the bug that you can use to exploit. Man kann den Bug nochmal benutzen, die Schwachstelle nochmal benutzen. To first leak information and then exploit, or die Informationen rauszubekommen und dann auszunutzen. Oder man muss eine andere Schwachstelle finden, das auszunutzen. Diese Präsentation ist über einen Angriff, der benutzt einen Nebenkanal von JavaScript. Das läuft auf Prozesse laufen auf der Hardware selber, um den Ort von Daten und
Code auf dem Speicher herauszufinden. Die moderne CPU-Architektur ist hat mehrere Schichten. So even if you, as a programmer, write machine code, Selbst wenn man als Programmierer Maschinencode schreibt, ist da Zeug, worum man sich nicht kümmern muss. especially stuff to make your Insbesondere memory accesses are very slow on um das Programm schnell zu machen. compared to your CPU. Speicher ist sehr langsam im Vergleich zum CPU That's why in modernen Computern. cache mechanism Daher gibt es einen built in. Cache-Mechanismus, der So other things are also abstracted away. For example, if andere Sachen sind auch the data is weggekürzt. to the cache, but where is it written? Die Daten werden in den Cache geschrieben und man bekommt eine virtuelle Adresse zurück. Gives off a virtual address to the CPU, which then Es gibt eine virtuelle Adresse zu dem CPU und der muss das in eine physikalische Adresse umwandeln. a component called the memory management unit. Und das wird bei einer Komponente genannt, die Speichermanagement-Einheit ist. Of mappings from pages to from physical memory to from virtual memory. Das übernimmt die Aufgabe von If virtuellen Speicher in physischen Speicher umzurechnen. if an address is not in the cache, Aber wenn eine Adresse nicht in dem Cache ist, dann muss es diesen PT-Walk machen. the page table walk is what we're going to Der PT-Walk attack. ist das, was wir versuchen werden anzugreifen. Measure the effect that page table walk will have on the Wir messen einen Effekt, den der PT-Walk an den L3 Cache hat. CPU Das ist der größte Cache in einer CPU. to find out what's happening in the during the page table walk. Um herauszufinden, was während We're talking about des PT-Walks a timing attack stattfindet. From JavaScript and to measure whether memory gets accessed. So Und dann benutzen wir, um zu messen, ob Speicher benutzt wird. Und dafür brauchen wir einen sehr guten Timer, um das festzustellen. Standards committees have come up. Glücklicherweise für uns haben die Browser-Standardkomitees So eine take a timestamp, do a operation, and then take a note, Funktion eingebaut, um genau das zu machen. time measurement. Und dadurch bekommt man eine sehr klare Someone published a paper Zeitmessung. which Bis jemand ein Paper veröffentlicht hat, showed basically that you can do das gezeigt hat, last level cache attack on the dass man diesen L-Cache-Angriff on the CPU and auf dem discover CPU things. So machen kann. browser makers made the measurements Der Browser macht die Messung and also gröber get a little bump and then und jede Mikrosekunde bekommt man so einen kleinen changes. Sprung und But nichts that was verändert not for sich. the attacker because you can now Aber es ist noch nicht verloren für den Angreifer, the coarse grained weil man kann diese timer den Timer für die wait for this bump to happen, Vergröbung and then ausnutzen. operation and then start a counter. And then depending on how long the operation takes, you the counter yeah, the longer the operation takes, the smaller the count Man, is when the jump happens. man nutzt einen Zähler, um diese Sprünge auszurechnen. The length In Chrome of the time when this happens. So, wurde die Zeit but variiert, you can do multiple measurements and then you aber man kann dann diese mehrere Messungen machen. measurements. Man kann wieder eine gute Messung bekommen. Better. So the browser makers decided Die Browsermacher haben entschieden, to make this a bit more difficult, but das ein bisschen schwieriger zu machen. where the standards when the browser standards committee Als das Browser-Standardkomitee they also giveth. So
Wenn Sie nehmen es geben es auch. Sie haben entschieden, etwas zu machen, das wird der Shared Array Buffer genannt. Das erlaubt mehrere Threads gleichzeitig zu laufen, und das ist standardmäßig aktiviert. Und nachdem wir diesen Angriff veröffentlicht haben. Sie haben mehr oder weniger aufgegeben, diesen Zeitangriff zu verhindern in JavaScript. Der Shared Array Buffer kann für anderes benutzt werden, aber darüber will ich heute nicht sprechen. So how can we measure time using shared memory? Well, wie können wir die Zeit messen, in der Shared Memory genutzt wird? And the other thread does the operation, and then das eine ist die Zeitmessung und das andere ist die Operation. Thread which does the operation. Wenn es the timer thread waits until the thread which does the operation. Der Timer Thread wartet, bis die Thread-Operation. It sets a variable and starts the operation. Das setzt eine Variable und startet die Operation. The counter thread. Und währenddessen der Timer-Prozess sieht, dass das geändert worden ist und startet das Zählen. Und der zweite Thread startet the counter thread den Buffer wieder. So this gives a very crisp measurement. Und dadurch bekommt man eine sehr klare Messung. Now we have a nanosecond, so, jetzt haben wir eine Timer, and we can Skala auf Nanosekunden Genauigkeit, mit der wir das alles messen können. So we'll be doing a timer attack. Was wir jetzt machen, ist eine Timer-Attacke on the last level cache auf den höchstrangigen Cache, also das heißt Ebene 3 oder 4. Accesses memory, everything. Die CPU jetzt Speicher im RAM zugreift. On the granularity of a cache line. Dann ist alles 64 bytes. Auf der Granularität einer Cache Line. Also das heißt, es muss immer eine komplette Cache Line laden, wenn es etwas in den Cache ziehen will. Physical address wenn ich jetzt eine bestimmte Adresse habe, eine physische RAM-Adresse, dann mappt die auf eine ganz bestimmte Cache-Set-Adresse. Das heißt, bei einer normalen Intel-Desktop-Maschine hat man 16 verschiedene Cache-Lines in einem Cache-Set. I'll talk about a modern Intel machine. Ich rede jetzt hier über moderne Intel-Maschinen, aber also to other microarchitectures. Funktioniert im Prinzip bei anderen Mikroarchitekturen genauso. Per core there are pro Kern 2048 cache sets. 2048 Cache-Sets, which are called a slice, and die man jeweils einen Slice nennt. You have 4 slices. And these slices are shared among all the cores. Jedes Mal ein Slice, also 4 Slices. Intel has organized their cache. Das ist einfach die Art und Weise, wie Intel seinen Cache intern anordnet. To get the cache set ID, um jetzt die Cache set ID auszurechnen, muss man wissen, welcher Slice wird benutzt, also welche Spalte. Which are basically telling you which byte within the cache line die ersten 6 Bytes the 11 bits next sind welcher Slice benutzt wird und der Rest nächsten 11 Bits sind dann die Cache-Sets. Das heißt, es ist ein Round-Robin-Mapping des physischen Adressraums. Die Cache-Slice ist ein komplizierter Hash der Adresse, die wir aber nicht brauchen für diese Attacke. Das heißt, wir haben Glück gehabt. Das Wichtige, was man sich merken muss, ist, dass wenn 2 Cache-Sets, also 2 Cache-Lines im physischen Speicher auf das gleiche Cache-Set gemappt werden, dann haben sie denselben Offset. So the same physical address dieselbe physische Adresse, only regard the bits which are wenn man sich nur die
Bits anschaut, yeah, so they only regard the lowest bits, so that wenn man nur die niedrigsten Bits anguckt. Have the same address modulo 100. Also sie haben dieselbe Adresse modulo 128 Kilobyte. So from which follows that they also daraus have folgt, the same dass address sie auch dieselbe Adresse haben, modulo 4 Kilobyte. And which happens to be the size of a memory page. Das ist which is, genau die Größe einer Speicherseite, also so quasi die kleinste Einheit des Speicherverwaltungssystems und der meisten Architekturen, die heutzutage benutzt werden. So now we know this, we can do jetzt, nachdem wir das alles wissen, können wir eine Cache-Side-Channel-Attacke fahren, also eine Nebenkanal-Attacke. Viele verschiedene Varianten sind möglich und wir versuchen einfach mal die einfachste zu benutzen. So the code was wir machen müssen ist, time attack is also quite simple. You have an evict function which muss erstmal ein Evict machen, das verdrängt which map into a certain cache set. Das mappt die Zeile in ein bestimmtes Cache-Set und darauf können wir zugreifen. At a certain offset of a page, which we just bei einem bestimmten Offset einer Seite. And at this point, an dem Punkt, all the cache lines, alle Cache-Lines filled with our data. Sind mit unseren Daten bereits gefüllt. Then we proceed to do an operation. We take a timestamp. Machen wir eine Operation, also nehmen erstmal einen Timestamp, lassen die Operation laufen und dann schauen wir, wie lange es gedauert hat. To do something with the physical memory. Wenn die Operation irgendwas mit dem physischen Speicher machen muss. Cache set, which maps into this. Bei einem Cache-Set, der in diese. A cache line in physical memory, which maps into this cache set. Also mit einer Cache-Line im physischen Speicher, die in diesen Cache-Set reinmappt, dann dauert es länger, weil Speicherzugriffe dauern einfach sehr lange im Vergleich zu direkten Zugriffen auf den Cache oder einfach nur Ausführungen in den Registern. Das heißt, wir können sehen, ob die Operation von einer physischen Speicheradresse abhängt. Wie hängt das jetzt alles zusammen mit dem Page Table Walk, den wir angreifen wollen? So Page tables sind ein Mechanismus, a mechanism for processes to address Prozesse a really large address space einen sehr großen Adressraum adressieren können, ohne physical memory. Wirklich viel physische Speicher dabei zu verbrauchen. Also am Ende des Tages ist es ein Baum, wobei auf jeder Ebene Seiten sind, das Ganze in gleiche Teile aufteilen. Bei Intel ist die erste Ebene die vierte Ebene, weil da 4 Ebenen sind. Divides address space up das teilt den Adressraum in Bereiche von 512 GB auf. Auf dem nächsten Level können 512 Einträge sein. Die müssen nicht alle ausgenutzt werden, aber sie können. Das teilt es auf in 1 GB Bereiche, dann auf der nächsten Ebene in 2 MB Bereiche und am nächsten in 4 KB Bereiche. Und jeder Eintrag da drin zeigt genau auf eine Adresse im Speicher. So, wenn jetzt, was der Page Table Walk Prozess macht, ist, er nimmt die virtuelle Adresse und er benutzt eine Binärdarstellung dieser Adresse, weil das einfacher ist, den Prozess darzustellen. One bits are black and the white bits are zero. Die Bits, die 1 sind hier schwarz dargestellt, die Nullen sind weiß. Und jetzt haben wir einen Fehler, also das heißt, der TLB hat die Zeile nicht sofort gefunden, sondern muss erst suchen. Der CPU zeigt jetzt auf die erste, den ersten Page Table. So. The hardware looks at the
Die Hardware schaut sich dann die 9 signifikantesten Bits in der Adresse an und benutzt das als einen Index-Pointer in diese Tabelle rein. Dann macht er dasselbe mit dem nächsten Level, und mit dem nächsten und mit dem vierten. Und am Schluss kommt man dann auf der Ebene an, wo wir wissen, dass der Speicher wirklich sitzt. Die letzten 12 Bits sind dann der Offset in diesen Bereich rein. Das ist eine 4 Kilobyte Seite. So we can use this page to do a side channel attack. Jetzt können wir diese Seite benutzen, um eine Nebenkanalattacke zu fahren. The observation is that the Aber die Beobachtung page ist, tables themselves are also dass pages. die Page Tables sind selber Pages. Each of them are pages, and so we can also do a side channel attack. Das heißt, wir können auch eine Nebenkanalattacke auch auf diese Seiten fahren. So let's take a look of Lass what uns das mal anschauen, can discover this way. So we was wir dabei finden können. find out that a certain page Wir können zum Beispiel finden, dass eine bestimmte Seite gets a hit. einen Treffer hat. Are 8 possible entries which would cause this hit. So 8 we mögliche don't know Einträge, die diesen Treffer verursachen können. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so viel. Aber but if we look at these pages, wenn wir uns die alle anschauen, merken wir, dass die ersten 6 Bits die gleichen sind. Das heißt, wir wissen, dass es eine Abfolge von 6 Bits gibt in der Adresse, die diesen Wert hat, den wir durch die Nebenkanalattacke herausfinden können. Es gibt 4 Ebenen an Seiten, location Tables. into the page. So we get 5 jeweils cache Teil columns. der We assume der verschiedenen know Ebenen im the Cache. last level, the last location können jetzt inside annehmen, the dass page, because die that's letzte- in practice pretty easy to reverse engineer, and even if you can't, dass die letzte there are Teil der Adresse other side die genaue channels to Adresse find im this Speicher out. angibt. Es gibt andere In fact, we Nebenkanalattacken, use mit der wir this das final location finden können. to Das do the findet man side normal channel relativ for einfach über den other Code. locations. Und das können wir im Prinzip machen, nachdem wir die anderen alle gefunden haben. So, or Also, actually, we try to, try to not get in the way. also wir versuchen das erstmal zu ignorieren, damit es uns nicht im Weg umgeht. So now we have found 4 cache lines, which Das heißt, wir haben jetzt 4 Cache-Lines for gefunden, the page table wall. die für den Page-Table-Walk So, benötigt werden. We can Das heißt, see that there are 4 chunks wir of 3 sehen- bits that we know nothing about. Es gibt 4 And Bereiche mit jeweils 3 Bits, über die wir nichts wissen. Und which cache line is used for which wir level wissen of noch page nicht, table. welcher Treffer für welche Cache-Line benutzt wurde. Give us about 16.6 Das bits heißt, of entropy left. So Wir haben noch etwa 16,5 Bits lot an that we Entropie have übrig. gained. We still need to Das find heißt, wir haben immer noch nicht so viel gefunden, weil However, 16 Bits sind immer noch gar nicht so kind of a wenig. trick. Aber So jetzt we gibt es have a noch einen technique Trick. called sliding, Das ist eine Technik, where die we heißt allocate Sliding. a large enough Da buffer, allozieren wir erstmal einen and Puffer, der then, groß genug ist, just probe pages und one after fragen the dann time. bestimmte So Seiten eine nach der anderen ab. Try the next page, try the next page, try the Einfach next immer die page. nächste Seite It abrufen. looks a bit like this. Sieht So for ungefähr the last so aus. level cache. Das ist jetzt page wieder level, der letzte We just, Level an Cache, also der vierte. try the next page, the next page, the Immer next weiter, page, immer die and nächste when Seite. it switches, Und wenn es we know, okay, this überwechselt, was a page dann wissen wir, okay, das ist cache line jetzt boundary. So the next, eine Grenze der Cache-Line. for the next page, we know Das that heißt, für die nächste Seite the lowest bits of this werden entry die- are all 0 because it's die just niedrigsten, went over the. also die am wenigsten signifikanten Bits der Adresse werden alle 0 This sein, technique we can weil es also eine do Grenze war. for the Das second heißt, level das können wir auch für page den table. zweiten Ebene machen. This time we add 2 megabytes. 2 megabytes. Jedes Mal 2 2 Megabyte dazu. Still not that that problematic. Das ist immer noch kein großes Problem. Alles And then aus Java ohne Probleme machbar. The whole Dann- whole second level page Dann table kriegen wir entry. den gesamten So Eintrag aus how dem zweiten much, Level. Entropy is left. So Wie viel Entropie bleibt übrig? of 3 bits, and we don't know which Wir haben 2 Chunks auf je 3 Bit page table
Und wir wissen noch nicht, in welchem Page-Table und welche Cache-Line gehört zu welchem PT. Und damit bleiben uns 7 Bit übrig. Für das hier. Hier gibt es nicht viel zu tun, wenn wir eine gute Zeitmessung in JavaScript machen wollen. Aber wir können mehr machen, weil in der Praxis in practice stuff isn't optimal, so das Zeug ist nicht optimal. Actually, nowadays we're starting to be able to allocate 1 gigabyte. In diesen Tagen allocations in JavaScript. Fangen wir an, mit 1 Gigabyte reinzuschreiben. Run a real tournament in there or something. But then for the last level, it's kind of. Und das ist möglich. Und für die höchste Stufe macht man 512 Gigabyte Allocations. 8 times. So. Da muss man das 8-mal machen und das funktioniert dann nicht. Actually, for example, for Firefox on Linux. Aber für Firefox unter Linux, für ein bestimmtes Objekt, das ArrayBuffer genannt wird, Firefox initialisiert den Speicher nicht und fragt einfach den Kernel für den Speicher und lässt ihn da. Und der Linux-Kernel initialisiert ihn nicht und packt keine Page-Table-Struktur da rein. Und es benutzt keinen Speicher, solange wir nicht berühren. Und wir müssen keinen Speicher verbrauchen. Wir müssen nur darüber gehen und nur eine Seite ganz am Ende benutzen. So actually on Linux it turns out you can allocate huge chunks of unter Linux kann man große Bereiche von virtuellem Speicher allokieren. Within seconds to minutes you can. Und innerhalb von Sekunden oder Minuten man kann das Ganze basically do the sliding attack. Das Ganze berechnen. Man kann den Sliding-Angriff fahren und die Cache-Line umdrehen auf der höchsten Page-Table-Level. Chrome does initialize memory. Chrome initialisiert den Speicher, was ein bisschen unglücklich für uns ist. What it does is it divides memory up into. Aber es zerteilt Speicher in Heaps und wenn der Heap voll ist oder es entscheidet aus Sicherheitsgründen, dass es einen neuen erzeugt. Und um das ASLR zu vergrößern, es versucht eine große Lücke zwischen den beiden Heaps zu erzeugen. Das bedeutet, wir können schnell vorwärts bewegen im Adressraum. Und diese Methode, die neuen Heaps zu erzeugen, wir können die Adressbits des dritten Levels benutzen mit ein paar Bit Entropie übrig. Unter Windows, ich bin nicht sicher welche. But doing the attack on the 4th level would aber der Angriff auf dem 4. Level würde eine lange Zeit brauchen. Because Chrome needs to initialize and free lots of memory. Weil Chrome viel Speicher initialisieren muss und das Notebook wird heiß. Und dann gibt es kein SLR Recovery in diesem Fall. Was implemented on a Skylake machine, but das war ja jetzt implementiert auf einer Skylake Maschine, aber es war 22 machines by. Aber es ist auch verifiziert, dass es auch auf den 22 Nanometer Maschinen funktioniert. With the native C program. Und das wurde jetzt gemacht mit einem nativen C-Programm. Time for a demo video. Zeit für ein Demo-Video. So.
So here we have obviously the browser. Hier haben wir offensichtlich den Browser. These bits are the raw measurements and diese Bits sind die signals tatsächlich Messungen by a solver which kind of tries to find und das hier sind die Bits, das versucht die größtmöglichste Werte zu finden für den Angriff. Looks really pretty, Matrix style. Das sieht sehr schön Matrix-mäßig aus. Try to get confidence on what they're measuring. Das versucht dann Sicherheit zu bekommen und misst bis zu einem bestimmten Punkt und sagt dann, das ist klar. Attaching GDB to verify. Und dann fügt man noch GDB dazu. Is a location of memory. Und dann können wir sehen, ob die Adresse ein Ort ist, den wir kennen. Because of that we left a marker there. So weil wir eine Markierung da gelassen haben. So, yeah. So, in conclusion, it's zusammenfassend, es ist möglich, address information, sehr viele Adresseninformationen mit JavaScript über Seitenkanalangriffe zu bekommen. Alle großen Browserhersteller haben aufgegeben, solche Angriffe zu verhindern. You can't have multiprocessing with shared memory. Weil man nicht mehrere Prozessoren mit geteiltem Speicher haben, ohne das hier zu haben. The direction we're going. Das ist scheinbar die Richtung, in die wir gehen. So, welche Fragen? As always, please line up at the microphones. We'll start with number 1, please. Yes, have you looked at actual browser bugs and looked at how many are exploitable with just a... Hast du an tatsächliche Browser-Bugs geguckt und wie viele ausnutzbar sind? Weil man braucht normalerweise mindestens 2. Somewhere to write to actually gain control over the execution flow? So in our attack, we also have a way to leak a code pointer. So also in unserer Attacke benutzen wir auch eine Möglichkeit, um einen Datenpointer rauszuleaken. Wir benutzen wir legen einen Haufen just-in-time compiled JavaScript-Code an. So leaking the das these lässt most den significant pages is really hard to ziemlich hart, do for code, but the last am level, signifikantesten Teile der Page Tables zu leaken ist sehr hart, aber die Page Tables which are Page Tables, die which point to the actual pages and die auf die echten Seiten zeigen levels, und die the level one level above. Das eine Level drüber ist eigentlich relativ einfach. It's doable to leak using this technique. Could we get mic number 4, please? So you just criticized the, du hast gerade die Browserhersteller kritisiert, nicht die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, Probleme zu verwenden. Welchen Browser würdest du empfehlen? So there's also a discussion of whether ASLR. Es gibt auch eine Diskussion darüber, ob ASLR one of the things that make this attack quite easy is that diese Attacke ermöglichen, have tried to prevent against another die Browserhersteller vulnerabilities versucht haben, by allocating more memory sich in a gegen different region every time.
Attacken zu schützen. Weil wenn man einen Haufen Speicher jeweils in anderen Bereichen alloziert und wenn man dann wieder was anderes alloziert und ein Bug im Browser dafür führt, dass man ein altes Objekt wiederverwendet, dann kann man relativ übles Zeug anstellen. Aber you can think of mitigations against this technique, but man kann sich versuchen, solche Hämmer zu überlegen, die sowas verhindern, aber die arbeiten dann wiederum gegen die anderen Sicherheitsmaßnahmen gegen Boost After Free. So is it still worth it? Die Frage ist, lohnt es sich überhaupt? Also because there are only 7 bits that are not inherent to the architecture. So es gibt nur 7 Bit, die nicht in der Architektur schon vorgegeben sind. Also in einer Umgebung, wo man JavaScript laufen lassen kann. It might help a bit and bringt ASLR irgendwas. Also ja, es mag schon sein, dass es was hilft, aber man kann viele Stunden versuchen, Zeit zu verwenden, um das zu implementieren, aber ein Exploit-Schreiber, it will still be extra effort. Für den ist es immer noch extra Aufwand, aber es ist, das macht es nicht unmöglich. I'm not sure. So, ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Question from the internet, please. Given that ASLR is only meant to help protect angenommen, dass SLR cannot exercise the MMU. Wie nützlich ist es, wenn der Angreifer nicht die ESMU benutzen kann, die MMU benutzen kann? Der Angreifer wird immer die MMU benutzen, aber den Ort zu wählen, wo es dann landet, ist ein bisschen schwieriger auf die Weise. Und das Timing über das Netzwerk ist noch viel, viel schwieriger. But the thing is that ASLR is used for local attacks. ASLR wird benutzt gegen lokale Attacken und das zeigt, dass that are inherently inside the architecture problems with this, and dass es inhärente Probleme in der Architektur damit gibt und dass es eigentlich gar nicht so wirklich viel bringt. Can we get mic number 1, please? Right. So recently I saw a vulnerability by the security researcher Loki Hart. Kürzlich habe ich was gesehen über den Security Forscher Loki Hart. The Apple Cortex, the Samsung Cortex A7, which is und auf dem Samsung Cortex A7. What I'm wondering is, was ich mich frage, wenn ich ein Array in JavaScript erzeuge, bin ich dann in der Lage, diesen Angriff mir anzuschauen, wenn ich mir die Adressen angucke? I guess shellcode itself also ich nehme an, Shellcode selber ist wirklich nicht ausführbar in einem Array, aber man wird einen Bereich im Speicher kriegen, den man total kontrollieren kann, wenn es das ist, was du willst. Okay. Cool. Okay. Is there a PUC available or is this kept closed source? Ist das öffentlich lesbar oder ist es verschlossen? Nicht veröffentlicht? Code. Wir described it in the paper. So, wir haben es in einem Paper beschrieben, aber it should be reproducible using. Es sollte nachbaubar sein, hoffe ich. And we'll just stay at mic 1. I didn't get the graphic you showed us. Ich habe die Grafik nicht verstanden in JavaScript. Was waren die Farben für die verschiedenen Sachen, für Y und X? Can you say stop or? In your video, for example, or? Yeah. So, so I'm not completely sure about the first one. Might be raw measurements. The second one is are the
bin jetzt selber nicht so sicher. Das erste könnten rohe Messungen sein, aber page tables that, bei der rechten Seite, das sind wahrscheinlich Page Tables, that we try to, the lookups that we try to find. Die Lookups, die wir suchen. Yeah. So you, yeah. Okay. And more from mic 1, please. Hello. Hallo? I was just wondering if you guys actually Ich frage mich, ob ihr das an irgendwelchen öffentlichen Sachen ausprobiert habt. Within the browser, so Also, yeah, es ist halt ein Browser. For, a client. Das heißt, es läuft natürlich clientseitig. I mean, like, I would like to continue actually, if it's okay. Ich würde weitermachen, wenn es in Ordnung ist. I read a couple of things about this. Ich habe mehrere Sachen darüber gelesen. About the ASLR, but Nicht nur das ASLR. Could be like the mitigation techniques for like public cloud. Und wie die Mitigation für den Schreibzugriff, wie das möglich ist, die Cache-Line zu veröffentlichen. Quite a few attacks. Ja, es gab schon einen Haufen Attacken, yeah, die using this technique from diese Technik benutzt haben, also just natively, like you would do die in man a nativ benutzen kann, so in a VPN environment, for example. in einer nativen Umgebung. Is the guy at VPS mic 1? environment. Oh, sorry. You're on. So there is a browser plugin. Da ist ein Browser-Plugin von Forschern von der TU Graz, was ist JavaScript Zero, was diese Angriffe verhindern soll. Hast du davon gehört? Hast du ausprobiert, ob es vor diesen Angriffen schützt? Yeah. So I haven't tried it, but Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber I would say was it would provide protection because würde es Sicherheit it allows you to disable geben, weil disable stuff you don't want. es erlaubt dir Sachen auszuschalten, die du nicht haben willst, inklusive dem Shared Array Buffer. So in principle, the shared array buffer wasn't here before. Der Shared Array Buffer war in den Browsern noch nicht vorhanden vor dem Jahr. So I doubt lots Das of heißt, ich public gehe davon cloud aus, use of dass viele Public Clouds das benutzen. So I think it's easy to disable stuff you Ich don't want. denke, es ist relativ einfach, Sachen zu disablen, die man nicht will. Stuff all the time. JavaScript haut im Prinzip ständig neue Sachen an, um es passender zu machen für irgendwie Spielen oder Sensorik oder sonst was. And most code doesn't make use of it. For example, Der meiste Code benutzt es einfach gar nicht. I only use JavaScript on my browser when ich zum Beispiel benutze JavaScript in meinem Browser nur, wenn die Seite nicht ohne lädt. So I'm all for disabling lots of stuff. Ich bin totaler Fan davon, dass man alles mögliche Zeug disabelt, was man gar nicht benutzt. Aber die Browser scheinen die andere Richtung zu laufen. Wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht. Do we have any more questions? No? Then please thank our speaker again. Damit verabschieden sich aus der